Tage auf Sea-Trap angeheuert hat, ne, und jeden Tag hier Party gemacht hat, verpennt man einfach mal die Rückfahrt. Okay, soll ich jetzt so erklären, was wir machen, oder soll ich euch einfach nur Anweisungen geben? Oder wollt ihr wissen, was wir machen? Wir wollen wissen, was wir tun. Wir werden das gleich so machen, dass wir in den Wind fahren. Das heißt, der Wind geht dann genau von vorne kommen, mit der Spitze in den Wind. Wir werden zuerst das Groß rausholen und anschließend hier fahren. Wie holt man das Groß raus? Man bedient das hier über die Fernbedienung. Das heißt, hier ist eine Endlosleine. Seht ihr, die geht dann mit vorne zu dieser silbernen Rolle. Seht ihr die? Ja. Ich gleich das Holz vorher. Brauchst du Wasser? Boah. Oh, Blut ist das? Ja, sonst habt ihr nachher Blut überall. Ah. Wenn hier so mit vollem Körpereinsatz gearbeitet wird, ne, du hörst nur, du musst Segel rausholen, zack, mal erstmal eine fette Wunde, ne? Mi. Kein Bock. Mi. Kein Bock. Der Wille war aber da. Aber Da und runter. Ja? Aber sauberer wäre es. Du kannst doch einfach nur ins Wasser tauchen. Morgen bist du eh zu Hause, beziehungsweise gleich bist du vom Bord. Das war ein Scherz. Kann ich mir beantworten. Genau. Haben wir oft genug gewarnt? Pass auf mit die kleinen Füße. wie oft ist euch schon passiert? Mir noch nie an den Füßen. Ach Quatsch. Mir dauern. Ja. Das haben wir ja schon mitgekriegt. Ist gar nicht so schlimm. Dass es eben halt nach hinten durchgeht. Aufmachen tut man die so, allerdings ganz bis zum Ende. Das heißt, wie die meisten das machen, einfach nur so, ist halt immer noch zu. Einmal runterdrücken. In die Richtung geht das auch trotzdem. Das heißt, du kannst sie immer nachziehen, auch wenn sie zu sind. Um deine Endlosleine jetzt bedienen zu können, müssen die beiden geöffnet werden. Ja. Wir machen aber alle drei auf. So, das heißt, der eine zieht hier dran, in dem gleichen Maße wie der andere das Segel abrollt. Guckst einfach mal drauf, der eine, der abrollt, ich würde dir die Leine geben, das Ja. ist mehr Arbeit, das hier ist weniger Arbeit. Okay. Dann macht Steffi das hier und du das. Also das hier ziehen und das loslassen, genau. Wie los? Alles klar zum Setzen des Groß? Jawohl! Ja. Ejo. Schon angefangen? Okay, so. Ich will ja nur gucken, wo ich bin. So, jetzt könnt ihr die drei Festmacher zumachen. Jawohl. Also der erste Teil wäre schon mal erledigt. Wie funktioniert das jetzt? Die Geno ist jetzt aufgewickelt. Das heißt, um sie zu setzen, würden wir sie ja abwickeln. Das heißt, wir würden, wenn du mal guckst, wenn ich jetzt an der Leine ziehe, dann würde ich das Segel abwickeln. Damit das geht, muss ich die Leine losmachen, weil die hält die im Augenblick fest. Ja. Die beiden Leinen wirken entgegen. Ja. Das heißt, wir machen den hier startklar, die Leine. Den hier auf, lösen den. Wenn wir jetzt hier dran anfangen zu ziehen, wickelt sich das Segel ab. Jetzt
gucken wir auf den Wind. Der Wind kommt von Backbord. Das heißt, das Segel wird von dem Wind automatisch nach Steuerbord gedreht. Ja. Das heißt auch, wir müssen es mit der Steuerbordschot, mit der Steuerbordleine eben halt festmachen. Erst dreimal rum, dann kommt es über diese silberne Führung. Ja. Und dann das, was dir da jetzt passiert ist, sollte nicht passieren. An deinem Zeigefinger siehst du so einen Übersteiger. Hä? Guck mal die Leine dir an. Achso, hier. Eine Hand so, die andere auch. Damit die Schwerpunkt über der Wir haben jetzt keinen Wind, wir haben jetzt keinen Schwert. Aber wenn man irgendwie 25, 30 kurbelst jetzt noch ein bisschen, bis er da oben aufhört zu flattern. Siehst du das da? Ja. Ja. Jetzt ist das Ruder gerade. Ja. Damit du nicht dich wunderst, wie steht denn jetzt eigentlich mein Ruderblatt hin? Ja. Das ist so quasi der Nullpunkt. Ja, jetzt zeig mal, was du kannst. Macht er. Möchte noch jemand irgendwas trinken? Ja, dann will ich auch ein Bier nehmen. Ja, Mario muss ja nüchtern bleiben. 4 Bier. Wurde namentlich genannt. Quattro Silvester. Ich glaube, wir haben keine 4 mehr. Ne? Na, dann teile ich mir eins mit dir. Kein Fall. Dann nehme ich ein eigenes und du kriegst keins. Auf keinen Fall. Du bist der Kapitän. Ja, eben. Du Also hast die bestimme ich, was Bootsführung. damit passiert. Du hast die Bootsführung. Ich muss ja nur nüchtern bleiben. Aber wir haben noch 4. Hast gut, ja. Und du hast Glück gehabt. Du fliegst auch was. Ach ja, von meinem Bier, was ich bezahlt habe, Er fährt nur echt Schlangenlinie. Ja. Es geht immer so, dann wieder so. Und fürs Protokoll, dein Freund ist die Schlangenlinien schon gefahren, bevor er ein Bier in der Hand hatte. Vorsicht. Wir leben noch. Machst du ganz toll. Ich dachte, sie nicht aus. Ich will es wieder runterspielen, damit sie hier nicht ran muss. Muss sie mal Auto fahren sehen, ist aber. wir müssen noch aufpassen. Versuch mal ein bisschen mehr direkter Chichime anzusteuern. Weil hier diese 2,40 Meter, die können uns gefährlich werden. Okay, komm mal nach Jetzt kommt hinten. Wind. Ja? Komm. So einen 60-Kurs zu fahren. Das heißt, was passiert jetzt? nehme Ich noch sehe mal gar nicht die 60. Oben die erste Zahl ist Ach so. 30, dann die zweite ist 60, 90 sind immer 30er Schritte. Jawohl. Wenn du nach links drehst, oder auf Steuerbord heißt es ja eigentlich, dann geht der Pfeil nach unten. Merkst du, ne? Ui. Wenn du jetzt, der Pfeil zeigt immer dahin, von wo der Wind kommt. Der Wind kommt aktuell ungefähr von da. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, die Nase in den Wind zu bewegen, das heißt, vorne vom Schiff nach da zu bewegen, dann geht der Pfeil nach oben. Wir drehen nach rechts, danach kommt der Wind, wir drehen zum Wind. Verstanden? Das ist noch ungefähr eine halbe Meile. Wir fahren 5 Knoten, das heißt 10 Minuten können wir jetzt so weiterfahren. Das kannst du auch alles. Ja, wir machen das seit 3 Jahren. Ja, ja. Das heißt, Du weißt doch, der Captain kann so gut erklären. Wer stand die letzten Tage immer hinterm Ruder? Captain macht gute Erklärungen und dann sagt er, habe ich dir doch erklärt, mach du mal, mach du El mal. Mach du mal. Jefin. Gleich wieder andersrum. Guck mal, jetzt noch eins.
links fahren. Oh. kannst So, jetzt du einmal- kannst jetzt fahren, wie du willst. Also am besten direkt wieder dahin, wo wir hin wollen. So mache ich das ja. Ist ja wie Autofahren jetzt. Ja. Komm dann irgendwann mal zum Couchsurfen, ne? Sehr, sehr gern. Sehr gerne. You are always welcome in Hamburgo. Ja. Braucht ihr auch nicht. Vielen, vielen Dank Zeit für noch. alles. Gute Reise. Passt auf euch auf. Passt auf die Indianer, auf die Piraten auf. Ich schicke euch Essensfotos und Videos. Woo! Tschüss, tschüss.